Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Wir starten die Woche mit Essen gehen. Mit Essen gehen und viele weitere Kleinigkeiten aus dem kunterbunten Laden der Achtermeyers hier heute in diesem Video. Viel Spaß dabei. Die Achtermeyers in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Italienisch steht heute an, also zumindest was die glauben, was Italienisch ist. Juliet Kitchen heißt das Ding und meine liebe holde Dame hier hat wieder einen Auftrag zu erledigen, nämlich Essen und dafür bezahlt werden. Ich liebe diesen Job, das ist das Allergeilste. Oder? Ist so. Max. Das war italienisch Essen in Austin und zwar die Juliet Kitchen ist im nicht ohne Seife waschen, Nordwesten von Austin und befindet sich im Arboretum und die Gegend ist sehr cool. Also wenn ihr mal in Austin seid, dann kann ich euch zumindest, wie heißt das, Residence Hotel? Oder? Oh mein Gott, das weiß ich gar nicht. Ich blende das ein, dieses Hotel. Das ist auf jeden Fall, hat einen sehr geilen Innenraum. Das ist hier in der Nähe und ja, ihr merkt, der Herbst ist da. Es ist richtig kalt geworden in Austin. Ich sag mal, wir haben so 30 Grad. 30 Grad und ich habe lange Hose an. Und ich habe meine Box mitgenommen. Genau, der aufmerksame Zuschauer dieses Kanals, der weiß ja, dass wir letzte Woche Sushi essen waren in einem All-You-Can-Eat-Buffet. Und da geht Boxen natürlich nicht, ne? Aber die übertreiben auch hier. Also wenn ihr hier Spaghetti Bolognese bestellt, dann nehmt ihr auf jeden Fall eine Box mit. Also wir das zumindest. reicht für 2 Tage. Boah. Ah doch, auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir heute Abend noch mal Hunger. Also weiter geht's. Auf in den nächsten Tag. Central Market hat deutsche Wochen und natürlich muss ich vorbeigehen und mir das einmal angucken, was die denn alles so haben. Ich erwarte eine ganze Menge, mehr als beim Aldi, muss ich sagen, weil das ist ein riesen Deal und jeder schreibt darüber und halb Instagram ist bei mir voll von Bildern vom German Market im Central Market. Also, mal hin. Was mich persönlich anspricht, ist dieses Schild hier, German Wine. Ich bin super gespannt, ob sie hier wirklich richtig tolle deutsche Weine haben. Und los geht es mit unserer Tour durch den Central Market in Austin Südwest hier. Die haben wirklich ganz Deutschland irgendwie zusammengekauft. Ich kann mir das nur so erklären, da sitzt irgendein Einkäufer im Central Market. Central Market ist übrigens die Nobel-Marke von HEB, also HEB, unser örtliche Supermarktkette hier. So, und der ruft dann in Deutschland alles an, was geht, und die schicken die ganzen Restposten aus Deutschland in die USA. Was mich sehr gefreut hat und was Tina auch sehr gefreut hat, ist, dass wir endlich wieder Kohlrabi hatten. Ich wusste gar nicht, dass Central Market Kohlrabi hat. Das ist sehr selten hier. Und die ganzen deutschen Sachen, die da hatten, das ist gar nicht so schlecht. Also wir haben da ganz schön zugeschlagen. Werdet ihr am Ende ja sehen, was Tina da alles so eingekauft hat. Und wir waren ganz schön überrascht, dass auch wirklich authentische Sachen da waren, ne? Ich meine, klar, die ganzen Gebäcke und Süßwaren, die sind natürlich aus Amerika, ne? Aber auch was so Wurst- und Fleischwaren angeht, das ist schon sehr authentisch gewesen. Und die Landjäger hier, ich hatte erst einen 24er-Pack im Einkaufswagen, bis meine Tochter sagte, hör mal, 24, was glaubst du denn, was die kosten, Vater? Und ich sag, weiß ich nicht. Und sie sagt, ja, $25. Und dann habe ich die wieder weggelegt und wir haben uns den Zweierpack gegönnt hier. Reisdorf Kölsch vom Fass und ganz viel Currywurstsoße hier, Berliner Currywurstsoße. Ja, das ist, glaube ich, in Amerika hergestellt und nur gelabelt hier. Was uns überrascht hat, ist, dass überall so viele deutsche Fahnen sind. Ne? Da haben wir lange darüber diskutiert zu Hause, denn in Deutschland sind ja deutsche Fahnen eigentlich verpönt. Ne?
Also ich glaube nicht, dass Edeka oder Rewe deutsche Fahnen aufhängen würden. Ne? Und das ist hier total anders. Ne? Also ich glaube, die Amerikaner sind stolzer auf die deutschen Fahnen als die Deutschen. Es ist zum Mäusemelken. Natürlich gehören auch deutsche Weine dazu. Ne? Also die Amerikaner, wenn die an deutsche Weine denken, dann denken die leider immer nur an Riesling. Und Riesling ist manchmal sogar lieblich hier oder so halbtrocken. Ne? Das ist nicht unser Ding. Aber hier in Central Market hatten die tatsächlich auch einen Spätburgunder. Und das ist sehr selten hier zu bekommen. Ne? Und die Marzipanauswahl, die ihr hier seht, die war wirklich Bombe. Ne? Wir haben uns tatsächlich 2 Marzipanbrote mitgenommen und ich glaube, die Marzipanbrote hier, die waren sogar billiger als in Deutschland, denn ein Marzipanbrot hat ungefähr $2 gekostet. Und ich meine in Erinnerung zu haben, dass in Deutschland die Preise da ein bisschen anders aussehen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Masse gekauft haben und das hier dann verscherbeln oder die machen eine Mischkalkulation. Ja, Mohrenköpfe. Darf man Mohrenkopf sagen? Ich weiß es nicht. Wenn man nicht sagen darf, dann piepse ich das hier weg. Ansonsten gab es zu Hause nach diesem Einkauf Matschbrötchen. Man könnte ja sehen, Tina hat dazu ein Reel gemacht auf Instagram, wie sie hier ihr Matschbrötchen genießt. Das ist sensationell. Ist jetzt nicht meins, ich genieße die Dinger lieber so. Und dann sind wir an diesem Regal vorbeigekommen. Seitenbacher Müsli. Und ich habe sofort diesen schrägen Radio-Werbesong im Kopf. Hier, Seitenbacher, Seitenbacher. Boah, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es immer noch nicht hören. Und dann kommst du an diesem Regal vorbei und alles ist voller Seitenbacher. Ich wusste auch gar nicht, dass die Spätzle machen, ne? Werden wahrscheinlich nicht die besten Spätzle sein, aber Not macht erfinderisch und wir nehmen hier alles mit, was geht. Mäckelbutter ging hier weg wie warme Semmel. Ich fand es schade, dass die keine Kräuterbutter von denen hatten, habe ich zumindest nicht gesehen. Und hier Rollmops. Rollmops ist natürlich, das ist mein Highlight gewesen. Ne? Der Rollmops kommt übrigens aus Kanada. Also ich wusste gar nicht, dass die Kanadier auch so auf Rollmöpse abfahren. Und ich habe mir tatsächlich ein Glas gegönnt, beziehungsweise meine Frau hat mir ein Glas ausgegeben. Und das Glas hat $10 gekostet. Ich glaube, ich habe noch nie für 2, 3 Rollmöpse $10 bezahlt. Die Backwaren waren gut, aber das ist alles sehr süß. Ne? Also klar, die sind natürlich hier in den USA gebacken und nicht aus Deutschland. Ne? Ich glaube, dann hat irgend so ein Bäckermeister bei H-E-B hat sich auf YouTube so ein Video angeguckt und hat das Rezept nachgebaut. Das ist super süß gewesen. Ne? Meine Tochter sagt übrigens, die deutschen Lebensmittel, auch das deutsche Mittagessen und so, und das ist alles so fad und das schmeckt alles so lasch. Und das liegt daran, dass wir uns mittlerweile total an den amerikanischen Gaumen gewöhnt haben. Und ich finde, die überwürzen viel. Ne? Also die Gewürze hier in den USA sind viel stärker oder viel prägender als in Deutschland. Darum ist so schön Kohlrabi mit so einer Mehlspitze, kommt einem dann vor, als wäre das irgendwie ja, total lasch. Die haben übrigens hier die Sachen, die ihr hier seht, so Sauerbraten, Käsespätzle. Die haben die vorpräpariert, kannst du dir als Lunch oder Dinner mitnehmen. Aber die Preise fand ich schon so, Frikadellen für $15 oder ein Schweineschnitzel für $17 ist schon hart, ne? Und was sind denn eigentlich gerade die Restaurantpreise in Deutschland hier? Wenn ich ist ja Schnitzel, also Schweineschnitzel ist ja Schnitzel Wiener Art, ne? Was zahlt man denn dafür in Deutschland? Schreibt mir das mal in die Kommentare hier. Kartoffelsalat, mega, $10? Nein, auf gar keinen Fall. Und es ist natürlich Oktoberfestzeit, ne? Also alle Biere, alle Deko hier ist auf Oktoberfest ausgerichtet und die Brauereien fangen hier an, Festbiere zu brauen. Wow, das sind deutsche Wochen, oder? Sensationell, was die da alles haben. Beste deutsche Wochen, die ich jemals hier in Amerika gesehen habe. Und glaub mir, ich habe schon eine ganze Menge gesehen. Aber diesmal, ich konnte mich gar nicht entscheiden, was ich alles gekauft habe. Aber so viel sei gesagt. Für mich ist da was dabei, für André ist was dabei und für die Kids selbstverständlich auch. Bisschen Heimatgefühle, ein bisschen Deutschland, mega. Also wirklich so toll. Ich denke, ich werde nochmal wieder kommen, wenn wir das hier alles aufgegessen haben. Wir sind Barbecue eingeladen worden. Geiler Satz, oder? Also wir sind hier bei Wayton J's Barbecue und die haben heute Eröffnung und wir sind da eingeladen, also nicht wir, ihr kennt ja das Spiel, ne? Tina macht immer Artikel und ich darf immer mitkommen hier und wir gehen mal rein und wir verköstigen Texas Barbecue mit euch. Ich habe keine Ahnung, wie das ist halt heute der erste Tag, wo die aufhaben und darum sind wir sehr gespannt, ob dieser Place hier wirklich gut ist. Also es ist heute übrigens Game Day. Das heißt, da hinten ist das Stadion und es ist ganz schön voll. Ja. Und die Leute kloppen sich um Parkplätze, aber hier ist irgendwie alles leer. Wir gehen mal rein und dann schauen wir uns mal zusammen ein neues Texas Barbecue an.
So, natürlich erstmal auf der falschen Seite geparkt. Einmal rumlaufen bitte. Hier ist Employees Only, Kollege. Wisst ihr nicht, ne? Mann, konzentriert euch doch mal. Ich muss gleich übrigens mal gucken, wie das zusammenhängt, weil direkt davor ist noch ein Barbecue. Also haben die sich quasi die Konkurrenz daneben gestellt. Ich frage mal. Biscuits, chili maple butter, barbecue beans, mac and cheese. Enjoy. Warte doch. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich verstehen könnt, aber ich esse einfach mal und wir gucken mal, ob das gut ist. Ich weiß immer noch nicht, ob ihr mich versteht, weil die Musik schon sehr laut ist, aber das ist schon eins der besseren Barbecues in Austin. Ne? Also ich würde mal sagen, das ist schon ein Niveau, da kann La Barbecue und Stella, auf dem Niveau sind wir hier. Das ist schon bei weitem das Beste, was ich seit langem gegessen habe, ehrlich gesagt. So, das war die Salty Soul, also so heißt das Barbecue. Und der neue Part, der heißt, keine Ahnung wie das hieß, ich komme auf den Namen nicht. Cajun's Barbecue. Ist ja auch völlig egal, also wir müssen sagen, wir haben schon viel Barbecue gegessen, ne? Und ich habe ja schon oft erzählt, dass ich diesen Guller da gesehen habe, der hier in Austin alle Barbecues probiert hat. Das ist neu, das gibt es seit gestern, ne? Ja. Und ich würde mal sagen, das ist eins der Barbecues, also es gibt ja La Barbecue und Stella und die haben beide einen Michelin-Stern. Ne? Und ich sag mal, das Ding ist hier Kandidat Nummer 3. Ja. Das war mit Abstand das beste Barbecue, was ich seit Jahren hatte. Wir haben eine Box mitgebracht. Also es ist wirklich so. Ne? Also ich habe mit dem Inhaber gesprochen, der das jetzt neu aufgemacht hat. Und die Geschichte ist eigentlich ganz cool. Weil er hat einen alten Schulfreund oder Kindheitskollegen. Kindergartenfreund. Ja. So, und der hat irgendwann angefangen zu smoken. Genau, er hat nie in einem Restaurant gearbeitet, niemals. Er hat das immer vom Herzen her gemacht und hat immer dafür gesorgt, die ganze Nachbarschaft zu füttern mit seinem Barbecue. Ja, und der sagte, er hat im August jetzt, war einmal eingeladen da und hat das gegessen von ihm und sagte immer, du musst auf jeden Fall im Restaurant arbeiten, wir müssen ein Barbecue aufmachen. Ja. Und dann hat er hier das Barbecue aufgemacht und da hinten ist der Smoker und da gehen wir jetzt mal hin. Und wir gucken uns mal, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber wir gucken uns mal den Smoker an. Das ist beeindruckend. Just pulled everything on that.
Dino ribs. Can you see the brisket again? Oh my god. So cool. These were just put on. Wow. Wow. He told me about. Ja, das war der Pitmaster, also derjenige, der hier die Herrschaft über den Smoker hat. Und cooler Typ, der hat sich total gefreut, dass wir das so lecker fanden, weil die haben halt erst gestern aufgemacht. Und dann kommt direkt so ein Typ aus Deutschland und sagt, hör mal, das ist eines der besten Barbecues in ganz Austin. Und Austin ist ja bekanntlich die Hauptstadt des Texas Barbecues. Sag doch mal ehrlich, Tina, der war doch cool, der Typ, oder? Ach, der war mega. So nett. Und er hat sich so gefreut, dass wir ihn bedankt haben. Habe ich ja schon erzählt. So, Ladies, wir machen uns jetzt auf den Heimweg, denn wir haben ein bisschen noch zu essen hier. Wir haben nicht alles geschafft, das ist klar. Ne? Also wenn du hier Texas Barbecue und dann haben die uns die ganze Platte ja gegeben. Ja. Ne? Das ist einfach für 2 Personen. Viel zu viel. Ich meine, wir haben ein bisschen zugelegt, ne? Aber das sprengt meinen Rahmen hier. Und darum beenden wir dieses Video jetzt, oder? Yes, Sir. Machen wir. Wir müssen noch irgendwas sagen, was man so auf Social Media sagt. Vielen Dank fürs Folgen. Also Leute, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Es war uns ein inneres Blumenpflügen, dass ihr auch dieses Video geguckt habt. Und wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann Respekt. So, wir haben immer gedacht, unser Leben ist total langweilig, aber anscheinend interessiert es ja Leute. Ne? Also liked dieses Video, folgt dem Kanal und bis bald. Folgt der Tina vor allem mal auf Instagram hier. Die ist total unterbewertet. Nein. Doch! Nein. Ciao.